Portierung fehlgeschlagen. 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 Damit es euch nicht genauso ergeht, bleibt einfach dran, denn in diesem Video erkläre ich euch alles zum Thema Rufnummernportierung. Vor der Portierung solltest du natürlich Folgendes machen. Erstens ist es wichtig, der Vertrag muss gekündigt sein. Portierung fehlgeschlagen. Vertrag wurde nicht gekündigt. Zweitens, wenn du deine Rufnummer direkt mitnehmen willst, also nicht zum Vertragsende, muss das Opt-in gesetzt sein. Portierung fehlgeschlagen. Opt-in wurde nicht gesetzt. Das ist nichts anderes, als dass ein Altanbieter darüber in Kenntnis gesetzt wird, dass du die Rufnummer so schnell wie möglich aus deinem aktuellen Vertrag mitnehmen möchtest. Drittens, Daten. Vorname, Nachname, Geburtsdatum sollten bei beiden Anbietern identisch sein. Hey! Wenn wir hier abweichende Daten haben, ist es kein Problem. Dies musst du bei der Bestellung einfach dann nur mit angeben. Viertens, Portierung fehlgeschlagen. eine Portierung innerhalb des gleichen Anbieters ist leider nicht möglich. Hierzu bietet der Anbieter immer die Vertragsverlängerung an. Und fünftens, sehr wichtig, eine Portierung ist immer komplett kostenlos für dich. Bei der Bestellung musst du dich jetzt noch entscheiden, welche Art von Portierung du haben möchtest. Sofortige Portierung, das heißt so schnell wie möglich deine alte Rufnummer zu deinem neuen Anbieter mitnehmen. Oder möchtest du eine Portierung zum Vertragsende, das heißt, dein alter Vertrag läuft aus und erst dann wird deine Rufnummer von deinem alten Anbieter zum neuen Anbieter portiert. Achtung, bei einigen Anbietern ist die Rufnummernmitnahme nur nachträglich möglich. Wenn das der Fall ist, findest du den passenden Hinweis in der Bestellabwicklung. Nach der Beantragung gibt es eigentlich nur noch zwei Möglichkeiten. Erstens, erfolgreiche Portierung. Herzlichen Glückwunsch, die Portierung war erfolgreich. Hier bekommst du zwei SMS, einmal von einem alten Anbieter, einmal von einem neuen Anbieter, die dir einfach nur per SMS schreiben, wann die Portierung deiner Rufnummer genau stattfindet. Zweite Möglichkeit, Herzlichen Glückwunsch, die Portierung ist fehlgeschlagen. hier hat die Rufnummernmitnahme nicht geklappt. Das heißt, du kriegst von uns oder von einem neuen Anbieter die Information, warum die Portierung fehlgeschlagen ist. Das kann sein, Vertrag nicht gekündigt, Opt-in nicht gesetzt oder vielleicht doch abweichende Daten beim Altanbieter. Hier musst du reagieren und dementsprechend den Fehler beheben. Also entweder kündigen, Opt-in setzen lassen oder uns oder den neuen Anbieter die abweichenden Daten mitteilen, damit die Anfrage erneut gestellt werden kann. Kleiner Hinweis, du kannst jederzeit während des Portierungsprozesses auf die Mitnahme der Rufnummer noch verzichten. Hierzu einfach uns oder den neuen Anbieter einfach nur den Hinweis geben, dass du deine Rufnummer nicht mehr haben möchtest und schon bekommst du automatisch eine neue Rufnummer von deinem neuen Anbieter. Aktionsbedingt kann es sein, dass du von deinem neuen Anbieter für die Mitnahme deiner Rufnummer einen sogenannten Bonus bekommst. Ob und welche Höhe ist immer unterschiedlich. Informationen dazu findest du natürlich immer in der Tarifbeschreibung. Alles Wissenswerte rund um das Thema Rufnummernportierung findest du natürlich auch bei uns im Logitel-Blog.